Konstantin immer noch nicht aufgetaucht? Nein. Ich habe gedacht, er kommt mich wenigstens abholen, aber er hat wohl Wichtigeres zu tun. Aber dein Erfolg muss trotzdem gefeiert werden. Allein, ohne ihn? Pass auf, wie wär's, wenn ich eine Runde schmeiße? Wenn du ihn mir nicht freiwillig gibst, dann muss ich leider die Polizei rufen und die informiert das Jugendamt. Das würdest du nicht tun. Jetzt gib mir den Kleinen. Oder willst du es wirklich drauf ankommen lassen? Kann Ansgar den Jungen nicht selber abholen? Er ist beschäftigt. Oh, meine dumme Schwester spricht Also, was natürlich. ist? Gibst du mir freiwillig oder soll ich die Polizei rufen? Ja, Breuer am Apparat. Ja, es geht um das Sorge... Das lässt das Jugendamt nicht Also durchgehen. mach schon, ich habe nicht ewig Zeit. Mein Kleiner, bald bist du wieder bei mir, das verspreche ich dir. Armes Ding. Muss schon in so frühen Jahren lernen, dass deine Mutter eine Lügnerin ist. Und eine schlechte noch dazu. Auf Lisa, die heißeste Anwärterin auf den Nobelpreis für Mathematik. Auf Andi Fritsche, den leibhaftigen Glücksbringer. Schon fast unheimlich. Du wirst langsam sowas wie mein persönlicher Schutzengel. Erst rettest du mich aus den Flammen, dann hilfst du mir bei der Prüfung. Ist halt nur mein Beschützerinstinkt. Den hat nicht jeder. Konstantin? Ja, Lisa, wo bist du denn? bei Andi. Wir feiern gerade auf der Dachterrasse. Zu zweit. Lisa, ich konnte nicht vorher zur Schule kommen. Mir Hallo? ist da was passiert. Ich höre dich so schlecht. Andi macht gerade eine Flasche Sekt auf. Ich kann jetzt nicht. Bis später. War das jetzt nötig? Ja. Lisa, ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen schon wieder streitet. Konstantin kann das ab. Also, auf dich. Paul, kapierst du denn nicht, was hier abgeht? Dieser blonde Schwachmat schleppt meine Freundin ab. Lisa wird doch nie was mit Andi anfangen. Warum hängt sie dann ständig mit ihm ab? Ist eben dumm gelaufen für dich. Ich finde das nicht witzig. Lisa auch nicht, aber der Tag fing doch völlig bescheuert an. Erst versetzt du sie, Weil ich das Cabrio klar machen musste. zufällig kann meine Schwester immer noch nicht hell sehen. Und dann holst du sie nach der Prüfung nicht ab. Ja, weil der Tank leer war. Weiß sie auch nicht. Kein Wunder, dass sie so einen Hals hat. Deswegen muss sie trotzdem nicht gleich was mit diesem Pferdeflüsterer anfangen. Was ist denn mit dir los? Meine Schwester ist nicht so drauf. Hey, sie möchte dich ein bisschen eifersüchtig machen. Mehr nicht. Aber wenn du so weitermachst, bist du sie wirklich bald los. Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand. Mann, jetzt warte doch mal. Worauf soll ich denn warten? Lisa geht nicht an ihr Handy. Die beiden sind in der Kiste. Hey, bestimmt macht Lisa ein paar nette Fotos mit ihrem Handy und schickt sie dir als Geschenk. Du bist genial. Warte mal. Wie jetzt? Mit so einem Geschenk kann der Bauarbeiter nicht mithalten. Wenn Lisa kommt, sage ich bin in der Stadt und sie soll warten, okay? Du, das sag ich ihr besser nicht. Paul, dieser Kanister, der gehört zu dir, ja? Ja, ich stelle ihn gleich in die Garage. Ja, wunderbar, dann kannst du auch dort gleich aufräumen. Ich? Ja, ich würde es gerne selber machen, aber ich habe noch etwas anderes zu tun. Unter anderem das Fest für deine Schwester vorzubereiten. 15 Euro. 5 höchstens. 14. 5,50. Okay, 12. 10, mein letztes Angebot. Ausbeuter. Jetzt sieh dir diese Frau an. Lass mich raten, du gehst bestimmt ins Büro.
Ich habe gleich ein Meeting mit einem wichtigen Investor. Der Junge weiß nicht, dass repräsentatives Auftreten das Wichtigste in deinem Job ist. Ja, Arno, es tut mir leid, aber ich bin wirklich spät dran. Bist du heute Abend zu Hause? Ja, natürlich. Klar. Tschüss. 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 Hallo, Tanja. Es ist ja wirklich schlimm, was Sie gerade durchmachen. Ja, wäre ich mal nicht nach Düsseldorf zurückgekommen. Ansgar geht es überhaupt nicht um das Kind. Er will das Sorgerecht nur, weil er mich am Boden sehen will. Aber ich fechte das Urteil an, und zwar so lange, bis Johannes wieder bei mir ist. Glauben Sie, das bringt was? Es geht um mein Kind, ich muss es ja wohl versuchen. Ja, genau deswegen. Er ist doch bei der ganzen Sache der Leidtragende. Und seien Sie mal realistisch, gegen Ansgar haben Sie so gut wie keine Chance. Das ist mir egal. Ich werde dieses Urteil nicht akzeptieren. Auch nicht, wenn es das Beste für Ihr Kind ist. Das Beste für das Kind ist es ja wohl, wenn es bei seiner Mutter aufwächst. In der ganzen Schwangerschaft habe ich mich darauf gefreut, mein Kind aufwachsen zu sehen. Und als ich den Kleinen nach der Geburt in den Armen hielt, da war ich wirklich glücklich. Wahrscheinlich können Sie gar nicht verstehen, wie sehr ich meinen Sohn vermisse. Doch. Ich verstehe Sie sehr gut. Konstantin, du weißt, wie sehr ich Lisa schätze. Aber 500 €, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Kannst du überhaupt einen so hohen Betrag abbuchen lassen? Ich habe vor deinem Amerika-Aufenthalt dein Limit erst auf 2000 erhöht. Ja. Na gut, bis dann. Offenbar kennt meine Erziehung überhaupt keine Prinzipien mehr. Entschuldigen Sie. Entschuldige bitte, was hast du gesagt? Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, du siehst fantastisch aus. Liegt irgendwas an, ein Geschäftsessen oder ein Meeting? Nein, nein, nicht, dass ich wüsste. Das ist übrigens das Angebot vom Stahlkonzern. Sie wollten diese Woche... Du, wir werden uns schon noch daran gewöhnen. Ja, entschuldige bitte. Also, du wolltest es diese Woche noch mal durchgehen. Ja, sicher. Das würde ich nur ohne meine Assistentin machen. Auch wenn meine Assistentin heute ein bisschen nervös wirkt. Entschuldigung. Wie wäre es, wenn ich uns erstmal einen Tee mache? Das kann ich doch machen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Wandertruppe war so aus dem Häuschen. Und dann der Beinbach. Der musste dann irgendwann mit so einer alten Truller Polka tanzen. Coco kommt dazu, stellt sich auf die Theke. Ihr redet über mich? Über deinen grandiosen Auftritt bei den Rentnern. Kein Wort, das hast du mir versprochen. Das war nämlich mega peinlich. Naja, ich muss los. Frau Warnigs Pudel warten auf mich. Ja, so ist es brav. Wo wir gerade von Pudeln sprechen, soll ich vielleicht mal Konstantin anrufen? Naja, es gibt bestimmt eine ganz logische Erklärung dafür, dass er nicht aufgetaucht ist. Die will ich gar nicht wissen. Seit er aus Amerika wieder zurück ist, er ist so schräg drauf. Warst du schon mal da? Ja, aber ich würde ganz gern noch mal darüber, um dann endlich mal mit meinem Motorrad die Panamerikaner runterzufahren. Warum machst du das nicht gleich? Du bist solo und bei Arno kannst du bestimmt eine Pause einlegen. Tja, würde ich gern, aber ich habe noch sowas wie eine geheime Mission zu erfüllen. Bei einer unglücklichen Dame. Hey, du lächelst ja wieder. Habe ich meine Mission schon erfüllt? Aber nur Zimmerlautstärke, bitte. Wie bist du an das Kind gekommen? Mit einer kleinen Notlüge? Was denn, Tanja ist auf dich reingefallen? Ja, ist nämlich gar nicht so clever, wie alle denken. Ja, was hast du denn jetzt vor? Na, ich lasse den Kleinen hier stehen und dann bereite ich den Rest vor. Ich warne dich, wenn du dem Kleinen auch nur ein Haar krümmst. Bestimmt nicht.
Sag mir jetzt, was du vorhast. Eine ganze Menge. Wir werden viel Spaß haben, mein Kleiner. Nicht wahr? Als mir klar wurde, dass du mich nie wirklich geliebt hast und mich nur ausgenutzt hast. Hör zu, ich weiß, das war ein Fehler, aber... Ja, dieser Fehler hat so verdammt wehgetan. Jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um. Jetzt wirst du sehen, wie es ist, etwas zu verlieren. Und wie schlimm es ist, wenn einem das Herz gebrochen wird. Was hast du denn jetzt mit meinem Sohn vor? Wir gehen auf eine lange, lange Reise. Das ist doch Schwachsinn. Du kommst doch ohnehin nicht weit. Ja, ich weiß, deine Trilliarden Anwälte. Aber Ansgar, die werden dir überhaupt nichts bringen. Du siehst deinen Sohn nie wieder. Ich kann nicht verstehen, dass Ansgar seinen Sohn in eine Nobelkita abschiebt, ihn dort vergisst und dann noch das Kindermädchen schickt, um ihn abzuholen. Ich finde, das ist typisch für Ansgar. Irgendwie hatte ich gehofft, dass sein Sohn ihm was bedeutet. Ansgar? Soll ich dir sagen, was ich glaube? Dieses Hin und Her, das geht jetzt die ganzen Jahre so weiter. Und irgendwann landet der Kleine im Internat. So. Aber nicht, wenn es nach Tanja geht. Sie hält die Situation jetzt schon kaum aus, so sehr vermisst sie den Kleinen. Meinst du, ich soll mal mit Ansgar reden? Du glaubst, Ansgar würde Tanja das Kind zurückgeben, weil ausgerechnet du dich für sie einsetzt? Es würde doch schon reichen, wenn Tanja ihren Sohn jede Woche sehen könnte oder mal ein ganzes Wochenende. Natalie, wenn du klug bist, hältst du dich da einfach raus. Es bringt einfach nichts, verstehst du? Hinterher bist du die Dumme, so. Aber ich würde so gern was für den kleinen Johannes tun. So wie es jetzt läuft, das ist doch schlimm. Der Kleine kann doch auch nichts für seine Eltern. Und Lisa, kann ich den Sekt aufmachen? Für mich nicht. Wieso, bist du durchgefallen? Hab bestanden mit 3+. Super, ich gratuliere. Freust du dich gar nicht? Du musst das Schuljahr nicht wiederholen, das ist doch toll. Was ist denn los? Konstantin. Kommt gerade zur Tür rein. Hey, Lisa. Wie siehst du denn aus? Hallo. Hallo. Dein Freund ist echt ein super Kumpel. Anstatt mir zu helfen, geht er von und zu lieber shoppen. Ich schenke ihn dir. Ich musste was Wichtiges besorgen. Ich mache jetzt für alle Kaffee und du kannst dich zur Abwechslung mal waschen, ja? Los, und jetzt zeig meiner Schwester, was du für ein weichgespülter Softie bist. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Matheprüfung. Sieh es dir doch wenigstens mal an. Was soll ich damit? Dir weiterhin hinterher telefonieren, weil du mich ständig versetzt? Lisa, heute Morgen, das war das totale Chaos. Es interessiert mich nicht. Lisa, hey. Oh, halt, Entschuldigung. Die wollte ich erst noch kopieren. Darf ich? Ja, ich merke schon. Ich bin hier völlig überflüssig. Nein, ganz und gar nicht. Aber ich will ja auch nicht arbeitslos werden. Das wird ganz sicher nicht passieren. Hallo. Charlie, was machst du denn? Heute liefert die Chefin persönlich. Ja, außerdem wollte ich mir schon seit langem eure neuen Büroräume anschauen. Hübsch habt ihr es hier. Du hast Essen bestellt. Wenn wir schon den ganzen Tag keine Termine haben, können wir es uns doch wenigstens gut gehen lassen. Oder magst du Charlies Antipasti-Variation? Doch. Also, dann organisiere ich mal Teller und Besteck. Nein, die Praktikantenjobs übernehme heute ich. Johannes, vergiss die Weingläser nicht. Na, ihr zwei scheint euch ja wieder richtig gut zu verstehen. Natürlich, wieso denn nicht? Naja, Johannes dachte, du hättest ein Problem mit ihm. So, hat er das gesagt? Ja, ich habe ihn beruhigt, dass du einfach nur sehr professionell bist und Berufliches von Privatem trennen willst. Das ist doch so, oder? Ach, Charlie. Jetzt stellt euch das mal vor. Ich habe sogar einen Flaschenöffner gefunden. Ist doch nicht schlecht für einen Firmenchef, oder?
Lisa, bitte mach auf. Ich will's nicht wissen und jetzt geh. Okay, ich warte unten auf dich. Falls du dir doch noch anhören willst... Nein! Ich bin müde und hab Kopfschmerzen. Nein! Ich bin's, dein Bruderherz. Was willst du? Eine Audienz bei der Königin. Wenn du Konstantin in Schutz nehmen Was willst. er ausnahmsweise verdient hat. Weißt du, wie dein Freund sich heute Morgen auf den Kopf gestellt hat, um dich zu überraschen? Ich hab's gemerkt. Er hat seinem Vater einen mega coolen Schlitten abgezogen, mit dem er dich abholen wollte. So, und warum hat Andi mich dann mit dem Lieferwagen zur Prüfung gefahren? Weil Konstantin nicht so schnell losfahren konnte, sonst hätte sein Vater was gemerkt. Und nach der Prüfung? Benzin organisieren, uns ist die Karre liegen geblieben. Und als wir in der Schule ankamen, warst du ja anscheinend schon bei Andi. Und das ist jetzt keine Ausrede. Nein, jedes Wort ist wahr. Warum hat er es mir dann nicht gesagt? Wie denn, wenn du ihn sofort am Handy abwürgst? Andi war wenigstens für mich da. Ja, hoffentlich hat er seinen Job nicht allzu ernst genommen. Was meinst du denn damit? Lisa, geht da was zwischen euch? Sag mal, spinnst du? Warum ziehst du denn gleich so rum? Okay, Konstantins Überraschung ist schiefgegangen. Aber auch wenn das nicht in deinen Dickkopf rein will, sowas nennt man Liebe. Autos und teure Handys. So einen romantischen Freund habe ich mir schon immer gewünscht. Maike, hör mal, du kommst doch ohnehin nicht weit. Ansgar, ob du es glaubst oder nicht. Ich habe auch Kontakte. Es ist überhaupt kein Problem für mich und Johannes, einen neuen Ausweis zu bekommen. Jetzt komm schon, ich bitte dich. Lass meinen Sohn hier, ja? So freundlich auf einmal. Geh doch mal an meinen Schreibtisch da. In der obersten Schublade, das ist mein Scheckheft. Setz irgendeinen Betrag ein, ich unterschreibe das. Von mir ist auch 8-stellig. Nein. Im Gegensatz zu deinem gierigen Papi sind wir auch mit weniger zufrieden, nicht wahr? Was ist? Kommst du vielleicht nicht damit klar, dass deine Schwester einen Adelstitel hat? Ja, hör mal, das ist kein Problem. Wir können heiraten, wenn dir irgendwas an den besseren Kreisen liegt. Nein, danke. Wenn die da alle so langweilig sind wie du. Verdammt nochmal, was willst du denn? Dich leiden sehen. Das hast du mehr als verdient. Hey, Schatz, komm. Sag deinem Papi noch Tschüss. Aber das kannst du doch nicht machen. Hey, du bist doch völlig krank jetzt. Hast du eigentlich seine Medikamente dabei? Welche Medikamente? Ja, das Zeug gegen den Husten, das hilft doch wirklich gut. Wollen wir die noch schnell holen? Okay. Was heißt denn das, Lisa hat keine Lust? Ich habe eingekauft. Lisa ist der Appetit vergangen. Sie klärt oben mit Konstantin Beziehungsprobleme. Kleine Nervenkrise nach den Prüfungsanspannungen. Ich leg mich von meiner Nachtschicht noch mal hin. Arno, ich bin später auch noch in der Stadt beim Kumpel. Ja, ist der Trend der Zeit. Auf niemanden ist mehr Verlass. Hallo zusammen. Doch auf eine. Was? Wie war dein Meeting? Welches Meeting? Sagtest du nicht etwas von Gesprächen mit einem Investor? Ach so, ja, das wurde leider abgesagt. Was hältst du davon? Wir haben nachher sturmfreie Bude. Oh, ich treffe mich auf ein Glas Wein mit Charlie. Aber komm doch mit. Ah, ich weiß nicht. Nein, ich hau mir ein paar Eier in die Pfanne. Hol mir ein Bier aus dem Keller. Mach's mir gemütlich. Ach, ein Glas Wein mit Charlie. Was willst du mir unterstellen? Ein Treffen mit Johannes oder was? Nein. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl... Ach, was bildest du dir überhaupt ein? Was verstehst du schon von Gefühlen? Mehr als dir lieb ist. Und besonders, wenn jemand ein Problem mit Gefühlen hat. So wie du zum Beispiel. Aber lass das bitte nicht an mir aus. Tanja, hör mal. Oh, Fesselung. Wusste gar nicht, dass du darauf stehst. Jetzt mach mich endlich los. Das ist verdammt ernst, deine Schwester hat... Scheint dir wieder hörig zu sein. Ich habe übrigens mit Streitmann vom Jugendamt Jetzt lass gesprochen. doch mal diesen Schwachsinn und mach mich hier los. Sag mir erst, wo mein Sohn ist. Bei mir. Und da bleibt er auch. Ach, Charlie.
Wenn ich so weitermache, dann ist mein Leben bald ein einziger Scherbenhaufen. Um Gottes Willen, brauchst du einen Sherry? Ach nein, lieber einen Tomatensaft. Angelo, bitte einen Tomatensaft für Frau Brandner und für mich einen Sherry. Was ist denn los? Hast du wieder Streit mit Arno? Der Ärmste. Er ahnt ja nicht mal was. Wovon denn? Elisabeth, was ist denn mit dir los? Du wirkst in letzter Zeit oft so angespannt. Vorsicht. Danke, Angelo. Danke. Macht dir dein Job bei Johannes keinen Spaß oder bist du überfordert? Überfordert. Das ist der richtige Ausdruck. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Maike, was du da vorhast, ist absolut wahnsinnig. Nein, verantwortungsvoll. Bei solchen Eltern kann man den Kleinen doch nicht lassen. Naja, du hast natürlich recht. Ansgar ist kein Vater, den man einem Kind wünscht. Du bist auch nicht viel besser. Für dich ist der Kleine ein Spielball. Du benutzt ihn. Genauso wie du mich benutzt hast. So geht das schon den ganzen Tag. Jetzt tu doch endlich was. Ruf die Polizei. Die ist doch völlig durchgeknallt. Jetzt sei still. Maike, ich habe viele Fehler gemacht und ich war in letzter Zeit nicht besonders nett zu dir. Nicht besonders nett? Du warst so widerlich. So verletzend. Und damit ist jetzt Schluss. Johannes ist das Wichtigste, was ich habe im Leben. Und deswegen gibst du ihn mir zurück. Oder legst ihn in den Kinderwagen. Du weißt doch eh nicht, wohin mit ihm. Du es glaubst oder nicht, ich bin manchmal ziemlich einfallsreich. Die Polizei findet ganz schnell heraus, wo du dich versteckst. Das wird sie nicht. Und jetzt lass mich endlich vorbei. Ich habe gedacht, dass wir unsere Probleme wieder in den Griff bekommen. Der Abstand, die Therapie. Aber seit dieser Geschichte zwischen Arno und Coco, es ist irgendwie alles anders. Ja, Elisabeth, das braucht eine Zeit, bis man so eine Krise überstanden hat. Das habe ich auch lange gedacht. Aber am besten wäre ich ihm gar nicht begegnet. Wem? Wochenlang habe ich mir eingeredet, dass ich nichts für ihn empfinde, dass das nur eine Spinnerei ist, dass ich ihn vergessen muss. Aber selbst Paul hat schon was gemerkt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Arno auch dahinter kommt. Elisabeth, du musst es mir natürlich nicht erzählen, wenn du nicht magst, aber wäre es nicht einfacher, wenn du mir sagst, um wen es geht? Um Johannes. Ich habe mich in Johannes von Lahnstein verliebt. Maike, ich habe jetzt keine Lust mehr auf deine dämlichen Psychospiele. Ja, hör auf, sie zu reizen. Halt dich da raus! Ansgar hat recht. Reiz mich nicht. Gibst mir jetzt sofort mein Kind wieder. Tanja, ich warne dich. Die Alte dreht durch. Maike? Keinen Schritt näher. Maike? Bleib, wo du bist. Oder ich lass den Kleinen fallen.